Hallo bei Hofer, von uns gibt es ein neues Plugin und das würden Fabian und ich euch gerne mal vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Saturator. Ganz genau. Und die GUI ist weitestgehend fertig, ist nur so ein bisschen beta-buggig. Ich denke, wir können das umschiffen. Wir sind gerade noch dabei, die letzten Fixes da zu machen. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Knopf dazu, wer weiß. Genau, das kann auch noch rauskommen jetzt beim Testen. Aber wir wollen euch mal so einen kleinen Preview geben auf das, was euch hier erwartet. Das hier ist eine Raumspur von dem Schlagzeug und die gilt es jetzt mal so ein bisschen einzudampfen und ein bisschen trotzdem nach vorne zu holen durch eine Art von Kompression. Und da ist eine Verzerrung meistens angenehmer als ein normaler Kompressor. Ich lasse mal laufen. Das ist jetzt die unbearbeitete Spur? Genau, klingt irgendwie ein bisschen zart. Es muss so ein bisschen rockiger werden. Ja. Jetzt schalten wir die Kiste mal ein und geben mal ein bisschen Dampf. Das ist dieser 90-50s-Modus, da wird es schon ein bisschen vintage. Ja, ich gehe jetzt hier schon ein bisschen an das Verzerrungslimit und werde später dann über Wet Dry das noch ein bisschen ins Signal dann einbinden. Also ich übertreibe ein bisschen und später macht das dann aber alles Sinn. So vielleicht? Ja, das klingt jetzt schon ein bisschen heftig, aber Rettung ist in Sicht. So, jetzt nur noch 33% Dry Wet. Genau, jetzt ist quasi 2/3 des Sounds ist das Originalsignal und 1/3 des Sounds ist diese überarbeitete Version, die natürlich momentan noch schon ein bisschen grob war. Aber zusammen macht es dann wahrscheinlich Sinn, hoffe ich mal. Nochmal vorher. Naja, ich meine, das ist das, was wir wollten. Ne? Es wird einfach deutlich rockiger. Und besser nach vorne einfach. Genau. Ne? Ein bisschen. Ich schalte noch 1-2 Mal hin und her. Das ist mit. Ohne. Mit. Ohne. Ja, sehr cool. Funktioniert richtig gut. Alles klar. Als nächstes haben wir hier ein Sample von der Stimme. Das klingt so. Death and Destruction! Mach die mal richtig böse. Ja. Und zwar nehmen wir dafür den Saturator. Totenverderben. Genau. Und dann schauen wir mal. Ah, geht schon ein bisschen besser ab. Aber jetzt haben wir hier natürlich noch den böse Schalter. Und der greift dann so richtig zu. Death and Destruction! Probier mal noch einen anderen Algorithmus aus. Ah ja, okay. Hier wird es verschiedene Algorithmen für geben. Momentan sind es 3 da drin. Aber es soll noch das eine oder andere dazukommen bis zur Release. Genau, sind da wir kann man noch dran. gespannt bleiben, was es noch so geben wird. Dieser Germanio-Modus finde ich bei Stimme eigentlich immer sehr, sehr cool. Death and Destruction! Ist vielleicht ein bisschen viel. Wir gehen mit dem Drive einfach wieder ein bisschen runter. Death and Destruction! Oh, Ja, mach mal ohne. klingt ja schon ganz gut. Death and Destruction! Okay, nochmal. Death and Destruction! Jetzt ist es Totenverderben. Also Destruction haben wir auf jeden Fall erreicht. Mission completed. Ja. So, als nächstes haben wir hier einen Synthesizer-Bass. Der klingt erstmal ohne Bearbeitung so. Ist auch so ein bisschen laschi, ne? Ist schon mal ein Sound, aber ein bisschen langweilig vielleicht, genau. Schmeißen wir da mal den Saturator drauf. Boah, da kommt schon ein bisschen mehr Energie, ne? Und dann gehen wir mal auf Germanium. Er kriegt jetzt oben so eine Färbung dabei. Ne? Und dadurch wird er auch sichtbar in der Mischung. Ne? Jetzt kann er sich gegen eine Bassdrum auch ein bisschen durchsetzen. Reicht mir aber nicht. Wir brauchen den böse Schalter. Immer noch böse. Ja. Ich dachte, mit der Stimme hat sich das erledigt. Der Bass muss auch böse werden. Auch gut. Das ist ein bisschen arg böse, oder? Findest du? Dann gehen wir hier halt einfach mal ein bisschen runter mit dem Dry Wet wieder. Alak. Jetzt haben wir die starke Verzerrung und trotzdem den tiefen Bass vom Original. Darf ich mal noch einen Phaser dazu machen? Ja, gerne. Weil irgendwie schreit der Sound ein bisschen nach. Vielleicht den hier. Nee, nimm mal den DS9. Funktioniert gut. Okay. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hatten viel Spaß beim Ausprobieren. Probiert ihr es auch mal aus und gerne bis bald. Tschüss. Ciao.